Bevor ich euch mit der Werbung zu Y-Food beglücken darf, kurzer Hinweis, worum es in diesem Video eigentlich geht. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam den BMW M440i X-Drive an. Ihr seht ihn schon hinter mir. Natürlich werden wir kurz über das Design des Fahrzeugs reden und natürlich werden wir das Fahrzeug auch gemeinsam fahren, du und ich. Aber bevor es zum Video geht, muss natürlich die Werbung sein, denn auch dieses Video wird euch präsentiert zusammen mit unseren Partnern von Y-Food. Und wenn ihr mal wieder morgens keinen Bock habt auf Cold Brew Coffee, die Geschmacksrichtung von Y-Food, dann probiert doch einfach Salted Caramel, weil wir wissen ja alle, Heavenly Hazelnut ist wahrscheinlich eh schon wieder ausverkauft, weil es so gut schmeckt. Daher mein Tipp, probiert es mal mit Salted Caramel. Und eure Probierpackung bestellt ihr am besten, indem ihr den Rabattcode nehmt, der hier unter diesem Video verlinkt ist. Druffdrücke ist schon richtig. Druffdrücke, bestelle, schmecke lasse und jetzt gucken wir uns gemeinsam den BMW M440i X-Drive an. Ich wäre natürlich kein guter Journalist. Meine Prothese hängt ein wenig. Ich wäre kein guter Journalist, wenn ich nicht auf das kontroverse Design des BMW M440, seiner Brüderchen aus der 4er Baureihe und auch dem neuen M3 kurz eingehe. Kurz eingehen nur deswegen, weil natürlich das, was Design betrifft, immer im Auge des Betrachters liegt. Ja, wir wollen ja hier nicht die Freundinnen von den anderen bewerten und sagen, mein Gott, hast du aber echt Glück gehabt bei deiner Frau. Schön ist sie nett, aber intelligent und reich vielleicht. Ne? Beim BMW ist es so, es gibt zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Zum einen habe ich einen Kommentar gelesen, der verkörpert viel von dem, was die klassischen BMW-Fans am Anfang gesagt haben, als dieses Auto auf den Markt kam. Schade, dass BMW seine Heritage, seine Geschichte so sehr vergisst und schade, dass jetzt so ein riesiger Kühlergrill sein muss. Wir haben ja beim X7 auch schon gehabt und auch beim 7er BMW, dass der Kühlergrill breit wurde. Beim 4er und beim M3 ist er jetzt hoch geworden und viele sagen, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Wie kann BMW das nur tun? Dazu vielleicht, Flo, blende mal zwei Fahrzeuge ein. Zwei Bilder von zwei Fahrzeugen. Jetzt fällt Folgendes auf. Diese Fahrzeuge hatten schon einen vertikal orientierten Kühlergrill. Die hatten schon vertikale Nieren. Daher kommt der Name mit den Nieren ja auch. Wenn du einen Menschen siehst, dann hast du zwei Nieren an der Seite. BMW hatte also schon mal genau dieses Designmerkmal bei seinen Fahrzeugen gehabt und es gibt nicht wenige, die sagen, ein Barockengel oder ein 2000 CS, diese beiden Fahrzeuge, sind das Schönste, was BMW jemals auf die Straße gebracht hat. Wie kann das also nun mal sein, dass man sagt, damals war das hübsch, aber wenn man es heute wiederholt, ist es nicht mehr hübsch? Warum ist es heute ein Verschandeln? Meine Theorie ist folgende. Ich persönlich bin zum Beispiel Baujahr 75. Fahrzeuge, die für mich bildend waren in meinem Zeithorizont als Autoliebhaber, sind Autos aus den Mitte 80ern bis Mitte der 90er. Diese Fahrzeuge haben mich geprägt, mit denen bin ich aufgewachsen. Ich persönlich kann weder einen 2000 CS noch einen Barockengel sagen, dass ich die erlebt hätte auf der Straße, mit denen bin ich nicht aufgewachsen. Von meinem persönlichen Standpunkt her ist also dieses Design, das ich nicht erlebt habe, niemals Teil der Geschichte von BMW gewesen, wenn ich mich nicht mit BMW tiefer beschäftigen müsste oder würde oder tun würde. Für mich persönlich wäre also alles, was BMW tut,
zu vergleichen mit einem E30, einem E36, einem E46 etc. Ein E46 zum Beispiel, da sind wir wieder bei meiner Historie. Für mich persönlich ist der E46 gerade als Touring der schönste BMW, der je gebaut wurde. Vielleicht von so einem 8er BMW, dem klassischen 8er mal abgesehen, dem alten 8er. Aber ich glaube, ein klassischer E46, ein klassischer E36 gehört zu den schönsten Autos, die je gebaut wurden. Jetzt bin ich aber eben auch ein Mensch und habe einen sehr begrenzten Zeithorizont, nämlich nur das, was ich erlebt habe. Und vertikal orientierte Nieren gehörten bei BMW nie dazu. Obwohl wir an den Bildern ja ganz klar erkennen können, das gab es schon. Das war schon mal die Historie von BMW. So viel nur dazu, und ob euch jetzt das Auto gefällt oder nicht, das wollen wir gar nicht diskutieren, weil wir wollen ja auch nicht über eure Freunde dann reden. Ne? Wobei, du hast ja eine, die ist echt heiß. Also ich hoffe, sie guckt jetzt nicht zu, aber deine Freundin ist... Heiraten, Freundchen. Möglichst bald heiraten. Sichern. Mich persönlich stört am neuen BMW etwas ganz anderes. Und zwar etwas, was ich auch schon bei anderen Marken kritisiert habe, nämlich die Kaiserschnittniere. Also wenn ihr eine Frau habt, die euren Nachwuchs per Kaiserschnitt zur Welt gebracht habt, dann kennt ihr an ihrem Bauch diesen Schnitt, den Kaiserschnitt. Und ich weiß nicht, warum BMW das jetzt so macht, wie auch andere Marken das angefangen haben. Ich schätze mal, dass es produktionstechnische Gründe hat, weil jetzt ist im Prinzip die ganze Maske vorne dran, ist ein Bauteil. Ne? Dieses Bauteil hier vorne vom Kühlergrill, was früher mal einfach nur eine Stoßstange war, ist heute die gesamte Maske vorne dran. Die ist ein Bauteil und es hat vermutlich einfach nur Produktionsgründe, dass man die hier trennt, da vorne, wo der Vorderbau aufhört, und diese Maske dann da vorne dran setzen kann. Das Ergebnis ist leider eine Kaiserschnittnarbe, die ein Auto in meinen Augen nicht hübscher macht. Ne, bei der Frau, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass euer Nachwuchs da rausgekommen ist, ist das ja ein ganz anderes Thema. Aber hier ist ja kein Nachwuchs. Also unter der Haube, hier von unserem M440, ist das famose 3 Liter 6-Zylinder Twin-Turbo-Triebwerk. Heißt der jetzt Twin-Turbo oder? De facto ist dazu zu sagen, dieser 6-Zylinder 3 Liter Turbo aufgeladen, kaufen, solange es die Autos gibt. Es ist eines der besten Triebwerke auf dem Markt. Und das Lustige ist ja, die Brücke hier in dem Fahrzeug ist ja, dass ich vor kurzem meine Liebe zum 840, aufgepasst, Gran Coupé, jetzt hat da jemand geschrieben Gran Coupé, nein, Gran Coupé, nicht Gran Coupé, meine Liebe kundgetan habe und gesagt habe, dass selbst in dem großen Achter dieser Motor, der kleine Einsteigermotor ja im Prinzip, geil ist. Mehr brauche ich überhaupt nicht. Jetzt haben wir diesen Motor in einem Fahrzeug, was von der Numerik nur halb so groß sein sollte. Was uns auch dazu bringt, das Auto dann mal so anzuschauen von der Seite. Das M440, der Coupé, das ist ein klassisches Coupé. 2 große Türen, kein Auto, auch wenn da hinten Sitzplätze drin sind, kein Auto, mit dem ich mit 4 Mann in den Urlaub fahren würde. Einfach nur ein Auto, dessen Form sagt, ich will nur ein schönes Coupé sein. Klingt ihm auch ganz gut. Zurück zum Motor nochmal. Also was man hier sieht oder nicht sieht, ist im Prinzip der eine Turbolader. Das hieß aber trotzdem hin und wieder Twin Power oder Twin Turbo Technik bei BMW. Beim B58 Motor, also diesem famosen rein 6-Zylinder Turbo aufgeladen, ist es aber ein Turbolader, der allerdings in dieser sogenannten Twin Scroll Technik läuft. Das heißt, die jeweils nicht nebeneinander liegenden Auslasskanäle der Verbrennungsräume treffen auf ein geteiltes, aufgesplittetes Kompressorrad. Macht man einfach deswegen, damit der Luftstrom auf dieses Kompressorrad gleichmäßig läuft. Man sieht jetzt wirklich nicht viel da unten. Ein spannendes Thema vielleicht hiervon, wir machen auch den M3 demnächst, der hat diesen Motor als Basis, der hat dann aber tatsächlich 2 Turbolader, allerdings Monoscroll, also Twin Turbo Monoscroll, während der Single Turbo Twin Scroll hat. So. Und nebenbei haben sie mittlerweile auch ein 48 Volt Bordnetz und einen 48 Volt
Lichtmaschine, also einen Riemenstarter-Generator. Hier. Wird es normal? Nee. Und was die jetzt auch haben, ist eine Delle in der Motorhaube. Serienmäßig. Nein, Quatsch. Sieht man schlecht. Hier vorne ist die Lichtmaschine. Der Motor, der B58 hier, hat jetzt mit dem Überarbeitung auch eben mittlerweile eine 48 Volt Lichtmaschine, die dafür sorgt, die kann boosten und sie kann rekuperieren. Aber im Großen und Ganzen möchte man eigentlich echt nicht bei BMW in der Werkstatt arbeiten, ne? Also wenn man dann so sagt, wechseln Sie mal den und den Stecker. Was man da alles überall abbauen muss, um an irgendwas ranzukommen. Guck mal, wenn du jetzt hier einfach nur mal die Stecker zählst, der hat so viele Stecker wie PS, würde ich sagen. Stecker pro PS, sagt man dann heutzutage. Hier, das lila Kabel dürfte im Übrigen das 48 Volt Bordnetzkabel sein. Was dann auch, siehst du da irgendwo noch lila Kabel rauskommen? Nee. Wo gehen die lila Kabel denn hin? Weil hier vorne führt das lila Kabel. Ja, lila Kabel ist 48 Volt Bordnetz. Lila, ne, man sagt ja immer, lila ist die Farbe von unbefriedigten Hausfrauen. Wo führt denn das hin, das lila Kabel? Das führt da rein. Mittlerweile habe ich das Deckel- und ein Klappenlotto hier drin in der Motorhaube gewonnen und habe das lila Kabel verfolgt. Und das lila Kabel hört hier auf an dem Lithium-Ionen-Batterie, an der 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie, die hier vorne drin steckt, vom Thema 48 Volt Bordnetz. Ne? Wobei hier drauf steht 44 Volt. 10 Ampere-Stunden, 440 Wattstunden, 44 Volt. Die wiederum versorgt einen Spannungswandler und der Spannungswandler, der dürfte eine 12 Volt Batterie im Kofferraum versorgen und die versorgt dann das klassische normale 12 Volt Bordnetz im Auto, weil Schalter und so weiter funktioniert alles, wie gesagt, wie bisher mit dem 12 Volt Bordnetz. Aber 48 Volt Riemenstarter-Generator sorgt für mehr Rekuperation in kurzer Zeit und der Möglichkeit, boosten zu können. Wobei, boosten können, ich glaube, das ist das Letzte, was der 3 Liter Reihensechser gebraucht hat. Wir fahren mal ein bisschen Landstraße und ich lasse den mal auf manuell geschaltet, damit wir einfach mal selber so die Gänge ein bisschen durchflippern können. Das ist ja bei dem 8-Gang-Automaten möglich, sobald du den Sporttronic, heißt der glaube ich, dazu nimmst, dann kriegst du die Schaltwippen. Und was dieser Motor halt einfach kann, ist, dich permanent in einen Bereich zu fahren, in dem du deinen Lappen abgibst. Da wir persönlich nie schneller als Tempo 100 auf der Landstraße fahren, muss ich mich mal kurz konzentrieren. Dafür habe ich auch das große Head-Up-Display hier vorne. Und mal ganz kurz die Klappe halten. Jetzt schalten wir mal hoch in den 8. Grundproblematik ist ja heute, das Auto hat natürlich zwei Otto-Partikelfilter und zwei Katalysatoren nachgeschaltet zum Thema Abgasreinigung, um die modernen Abgasnormen zu erfüllen. Das führt dazu, dass natürlich das Geräuschthema so ein bisschen untergeht. Also dieses sahnige Drehzahl, dieses turbinenmäßige von dem Reihensechser verschwindet so ein bisschen. Das ist bei Turbomotoren natürlich schon mal weg von dem Turbolader und jetzt mit zwei Katalysatoren und zwei Otto-Partikelfilter nachgeschaltet ist es natürlich sowieso weg. BMW versucht das ganze Thema mit ein bisschen Fahrgeräusch im Innenraum zu unterstützen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Sport schalte und ich habe den BMW Soundgenerator, nennen wir es mal, so eingestellt, dass er sich je nachdem, was mein Fahrerlebnisschalter, das ist eh so geil, Fahrerlebnisschalter, ne? Was der Fahrerlebnisschalter, je nachdem auf welchem Modus ich bin, je nachdem ist das Innengeräusch ein bisschen stärker oder ein bisschen weniger stark. Ich gehe mal in Sport, das kann man hier natürlich auch konfigurieren und dann ist auch hier bestimmt, nee, hier ist der Sound, ist hier zum Beispiel nicht drin. So, und jetzt schalten wir die Gänge mal durch, ich flipper mal runter. Wir sitzen wie immer auf deutschen Bundesstraßen hinter einem LKW jetzt gerade mit Tempo 57.
Und wir hören mal so ein bisschen auf die Melodie. Dritter Gang, kurz vor 3000. Er hat halt schon ein schönes Geräusch, schön modelliert. Ich fahre jetzt mal absichtlich hier rechts raus, lass die Leute mal alle ein bisschen vorbeifahren. Kurzes Zwischengas proppeln in den zweiten Gang, kurzen Zwischengas proppeln in den ersten Gang. Und dann warten wir mal ein paar Sekunden, damit wir ein bisschen Platz nach vorne haben und beschleunigen gleich mal manuell geschaltet aus dem Stand, der rollende Stand. Machen wir rollenden 7 km/h raus auf die Landstraße. So, und hier musst du schon aufhören, ist schon Tempo 100. Ne? Also wir fahren nie schneller als Tempo 100 auf der Landstraße. Ich möchte euch bitten, das genauso zu tun. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt auf der Kamera, aber die Art und Weise, wie der eben da rausstofft aus so einer Parkbucht, wie nahtlos diese 8-Gang-Automat die Gänge reinwürfelt, wie gut der Motor dich da zieht, mit welchem Nachdruck das Ganze geschieht. Und trotz allem ist auch der Sound jetzt in dem Sportmodus, der war nicht übertrieben künstlich. Es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, da kommt der ganze Sound nur aus den Lautsprechern. Es ist schon eine Komposition aus Ansauggeräusch von vorne, Verbrennungsgeräusch, Auspuff, du hörst garantiert überhaupt nichts von dem Auspuffgeräusch hier innen drinnen und trotzdem ist das Gefühl sozusagen, es klingt realistisch. Das mag ich total gerne an den BMWs, dass dieses Abstimmungsgehabe von dem Fahrzeug auch nicht übertrieben wird. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, oh, wir müssen jetzt übertrieben sportlich etwas emotionalisieren oder so. Der ganze Motor an sich ist in der Lage, genug Überzeugungsarbeit zu leisten. Da brauchst du nicht noch mit irgendwelchen Artificial Sound Generators zu arbeiten. Was macht eigentlich der Riemenstartergenerator da vorne? Der Riemenstartergenerator kann bis zu 11 PS hinzufügen zu den 374 PS, meine ich, war es, die der Motor hat. Ich komme da so langsam durcheinander. 500 Newtonmeter war es auf jeden Fall und 500 Newtonmeter verteilt wie der Tafelberg, also bei 1900 hoch und dann bis 5,5 oder so und dann fällt es leicht wieder ab, also eher so wie der Tafelberg, ein ganzes Drehmomentplateau nach vorne geworfen und 374 PS dann bei 6.500 oder so. Der Riemenstartergenerator, wie gesagt, der kann nochmal 11 PS hinzugeben. Also das Letzte, was der Motor bisher in meiner Meinung nach gebraucht hat, ist genau das. Aber das kann er. Das Ergebnis ist, dass der Alltagsverbrauch sinkt von dem Fahrzeug. Denn wenn du jetzt mit diesem Riemenstartergenerator und dem Mild Hybrid tust du genau das, was ich immer sage, was man tun sollte. Du kannst im Schubbetrieb direkt den Motor ausschalten, Motor aus, aber trotzdem den Antrieb eingekuppelt lassen. Und dann ist es wie eine Art Motorbremse. Die Bremse ist dadurch, dass dein Riemenstartergenerator direkt über den Riemen auf den Kurbeltrieb des Motors wirkt und dort also auch für einen Widerstand sorgt. Und dieser Widerstand, diese elektrische Motorbremse, möchte ich sie mal nennen, die zieht Batterieleistung in diesen 48 Volt Lithium-Ionen-Akku vorne dran. Also wir rekuperieren ein wenig Leistung, ist besonders erfolgreich und richtig effizient auf der Autobahn, auf der langen Strecke. Immer dann, wenn du mit einer hohen Geschwindigkeit ankommst, früh vom Gas gehst, Motor geht aus und je nachdem, ob du jetzt ein bisschen verzögerst oder auch das Radar vorne erkennt das ja auch, dass ich verzögern müsste, dann macht das ein bisschen stärker oder er lässt ihn frei rollen, lässt ihn segeln. Die ganze Effizienz ist deutlich gestiegen dadurch, dass du eben Kraft zurückholen kannst und diese Kraft kann der Riemenstartergenerator wiederum boosten, um dem Motor so ein bisschen aus dem unteren Drehzahlbereich herauszuhelfen. Wobei, ganz ehrlich, gehen wir in Sportmodus, unterer Drehzahlbereich. Wir fahren jetzt gleich hier aus einer Ortschaft raus und gucken mal, ob dieser Drehzahlbereich, also bei 4000 braucht er mit Sicherheit keine Unterstützung. Ortschaft endet. Die Ansatzlosigkeit, mit der das Triebwerk zu Wege schreitet, zur Arbeit schreitet, die Art und Weise, wie der dieses Füllhorn von Drehmoment über die Insassen ausschüttet, das ist so geil. Wenn man das natürlich permanent macht und jetzt so wie hier auch LKW damit überholt,
wobei du auch tatsächlich zur Möglichkeit kommst, LKWs zu überholen an Stellen, an denen du normalerweise nicht so gucken würdest, ob du den da jetzt überholen kannst. Die ganze Art und Weise, wie dieses Auto zur Arbeit schreitet, ja, das verleitet dich doch sehr zu genau dieser Fahrweise, die da dieses Grinsen ins Gesicht nagelt. Ne? Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, 300 PS sollte ein Menschenrecht sein. 300 PS für jedes Fahrzeug. Statt Tempolimit fordern wir 300 PS für jedermann. Okay, ist jetzt vielleicht nicht sehr zeitgemäß. Aber lasst es uns genießen. Lasst es uns genießen, solange es da ist, solange es geht. Es macht einen Haufen Spaß. Das Auto macht einen Haufen Spaß. Und für den Fall, dass ihr sagt, ach weißt du, ich habe jetzt meine Schwiegermutter schon da hinten reinprügeln müssen, damit sie hinten einsteigt überhaupt. Ich will ihr jetzt nicht auch noch mit den G-Kräften auf die Nerven gehen. Und ihr einfach eine ganz normale Sonntagsfahrt macht und ihr macht die zufälligerweise auf der HBXXL Normrunde, dann kommt ihr in einen Verbrauch rein im Komfortmodus von roundabout 8,4, 8,7, 8,3. Was habe ich denn eben gesagt, Flo? Ja. Ja, wir blenden es unten ein. Auf jeden Fall ein Verbrauch, wo du sagst, eigentlich ungewöhnlich mit dem Auto. Weil, vergesst nicht, HBXXL Normrunde, da gehört auf der Autobahn die angenehme Reisegeschwindigkeit von 160 km/h permanent dazu, also da, wo es erlaubt ist, und zweimal auf 200 raus zu beschleunigen. So, der zweite Teil, der zu dem Auto gesagt werden muss, ist das Thema Fahrspaß in Kurven. Also nicht nur Beschleunigung in diese Richtung, sondern eben auch Querbeschleunigung. Wir hatten vor ein paar Jahren den BMW M4 im Hause. Den hatten wir schon mal und da hat es leicht geregnet und da habe ich gesagt, na, es hat stark geregnet, da habe ich gesagt, nee, weißt du, mit dem Motor hier jetzt bei uns im Spessart fahren, mit den Michelin Sportpilot Plus auf der Hinterachse, da willst du das Auto eigentlich nicht so fordern. Jetzt haben wir hier ein ganz ähnliches Setup, einen ähnlich potenten Motor, die gleichen Reifen drauf, aber das Ganze kombiniert mit X-Drive. Und da weißt du dann, warum Allradantrieb, also Allradantrieb gut gefahren, macht halt einfach Spaß. Allradantrieb in sinnloser Kinderhand bei schlechtem Wetter sorgt am Ende auch dafür, dass du abfliegst, klar. Aber du fliegst viel später ab, weil du so viel mehr Traktion hast. Aber diese Mehrtraktion, die hast du natürlich jetzt nicht in der stabilen Querbeschleunigung, sondern die hast du nur, wenn es darum geht, die Kraft auf den Boden zu bringen. Und das ist halt einfach eine geile Sache, wenn du 500 Newtonmeter zur Verfügung hast, diese 500 Newtonmeter einfach lächelnd auf den Boden zu bekommen und ohne Angstschweiß. Also ich weiß noch, dass damals der M4 hat mir im Nassen schon sehr, sehr, sehr viel Ehrfurcht eingejagt, weil dadurch, dass die Leistung komplett nur auf der Hinterachse verteilt wurde, im Feuchten war die Grenze recht schnell erreicht. Das hier ist ein Auto mit einem gefühlt grenzenlosen Traktionsbereich und einer gefühlt grenzenlosen Traktion und einer gefühlt sehr, sehr hohen Balance. Und jetzt ist ja auch von Motor-Setup verglichen mit dem Gran Coupé, was wir vor nicht allzu langer Zeit hatten. Ähnliches Motorsetting, allerdings jetzt auch eben mit X-Drive. Den Gran Coupé, den wir hatten, hatte ja nur Hinterradantrieb. Das Auto ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter. Das darf man sich gar nicht vertun, wenn man sich die rein technischen Daten anschaut. Vergleicht euch mal die technischen Daten, Radstand, Gesamtlänge und Leergewicht zwischen dem 8er Gran Coupé und dem 4er Coupé. Das sind gar nicht so große Unterschiede und dennoch fährt sich das Auto wie eine andere Klasse tatsächlich. Ja, ist natürlich ein Kunststück, das ist ja eine andere Fahrzeugklasse. Aber du spürst es eben auch. Es ist viel, viel knackiger noch am Lenkrad. Es ist viel, viel lebendiger noch am Lenkrad. Das ganze Auto ist in seiner Hochachse, das ist also, wenn du so in der Mitte vom Auto eine Achse durchführst, wo er sich drum drehen könnte, noch lebendiger. Ne? Klar, kürzerer Radstand, kürzere Gesamtlänge, nicht so sehr viel, gar nicht so viel, wie man sich das denkt, aber, und das musst du spüren und das spürst du. Das Auto ist einfach lebendiger, knackiger. Ja.
wir zum Fazit, Flo, oder? Und wie man hier am den 6er sieht, man muss gar nicht so weit zurückgehen, um einen BMW mit einer vertikal orientierten Niere zu bekommen. Wenngleich tatsächlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auf der Kamera wirklich gut rüberkommt, die Größenunterschiede, ja, ist schon ein Größenunterschied zwischen den beiden Nieren festzustellen. Ist auch die Frage, war der 6er damals schon so groß wie ein 4er? Oder warum war der 6er damals? Naja. Zurück zum Fazit, zum M440i. Das ist ein Fahrerauto. Nicht einfach nur, weil er nicht viel mehr Platz lässt als für einen Fahrer und einen Beifahrer. Weil ganz ehrlich, unter uns, ihr wollt nicht mal eure Kinder durch den Eingang nach hinten zwängen. Nein, da könnt ihr euer Jackett hinschmeißen. Wobei ich das auch nicht machen würde, würde ich ja nicht mehr rankommen an Jackett danach. Ich weiß gar nicht, wofür das Auto hinten noch 2 Sitzplätze hat. Dafür tut es das, was ein klassisches Coupé tun soll. Es macht Spaß zu fahren. Und es ist beim M440i mit X-Drive tatsächlich so, dass du fast jedem Idioten diesen Motor an die Hand geben kannst. Einfach weil so viel Traktion vorhanden ist. Du kannst wenig falsch machen mit dem Auto. Aber BMW hat viel richtig gemacht. Ob dazu da vorne die Niere gehört, ich habe meine Hasenzähne jetzt mal bewusst weggelassen. Ja? Man muss ja den Gag nicht zweimal machen. Ob dazu die Niere gehört, ich brauche noch ein halbes Jahrzehnt, bis ich sage, jetzt kann ich lang genug die Historie zu überblicken, um zu sagen, war richtig oder war falsch. Ich freue mich aber auf eure Kommentare. Vielleicht gibt es den einen oder anderen von euch, der ja auch schon in der Zwischenzeit gesagt hat, naja, wenn man sie mal gesehen hat und wenn man mal andere Fahrzeuge angeschaut hat von BMW von früher, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Wenn ihr dazu gehört, schreibt 1, 2 Kommentare hier unter das Video. Ich freue mich auf euer Feedback, genauso wie das restliche Feedback darüber, wie geil das Video war. So, Auto ab. Mein Name ist Ben Habinger, meine Freundin nennt mich Habi. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dürft auch ihr mich Habi nennen. Jetzt vergesst also bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ob mit oder ohne Hasenzähne, das schauen wir mal.